Und damit einen wunderschönen Good Darts in die Runde. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, die Technik klappt jetzt und ich hoffe, dass ihr genauso Bock drauf habt auf Darts Update, die News Show, ein neues Format, was ich jetzt ins Leben rufe. Mal gucken, wann das kommt und wie oft das kommt. Wir schauen rein und zwar, was wir für Kategorien haben, und es geht rein mit Done Deal. Das bedeutet, ihr bekommt alle Infos über den Transfermarkt. Blickpunkt. Ein brisantes Thema in letzter Zeit analysiere ich für euch genauer. Wants to watch bedeutet, wir schauen auf einen Spieler, der ja sehr interessant ist, vielleicht sein Potenzial aber noch nicht abrufen konnte. Als nächstes schauen wir auf ein Turnier heute und gucken mal ein bisschen, was da so abgehen wird. Und dann ein Order of Merit Look. Das bedeutet, wir schauen auf einen Spieler, der entweder abgerutscht oder sehr weit nach vorne gekommen ist und den man vielleicht gar nicht mehr so auf der Rechnung hat. Wir starten rein mit den Done Deals, beziehungsweise mit dem größten Done Deal, den es gab, und zwar mit Michael Smith. Michael Smith verlässt nach 10 Jahren sein Hafen, seinen Heimathafen. Unicorn, 2013 hatte er dort angefangen und ist jetzt also fertig, konnte da seine komplette Karriere sozusagen gestalten, ist vom Tourcard-Anfänger bis hin zum Weltmeister gekommen und entgegen vieler der Erwartungen ist er nun bei Schott unter Vertrag. Das hat die Marke am 1.7. bekannt gegeben. Und Smith schreibt in seinem Post, dass seit 2 Jahren der Kontakt besteht. Das bedeutet, ja, okay, ich denke, das wird kommunikativ da auf jeden Fall auf einer Ebene sein und das wird gut passen. Ich habe mal gefragt, ist das wirklich dann auch für beide ein positiver Deal, und bin zu dem Entschluss gekommen, dass das der Fall ist. Aushängeschild des Ausrüsters bedeutet, Smith ist ganz klar die Nummer 1 bei Schott. Das bedeutet, hinter ihm kommen Boris Kolzow, Roby John Rodriguez, Devin Peterson. Sind aber nicht so die großen Namen. Und für ihn ist das natürlich positiv. Zum anderen ist es aber auch für Schott eine Bereicherung, da sie natürlich durch die Marketingartikel oder generell durchs Marketing mehr Aufmerksamkeit, mehr Follower und mehr Umsatz machen können. Vielleicht auch viele Leute oder viele Starter, die jetzt sagen, okay, gut, wenn der Bully Boy, der Nummer 1, der Weltmeister, dahin geht, dann kann das für mich auch interessant sein. Dementsprechend bin ich gespannt, inwiefern Schott die nächsten Jahre abschneidet und sich verbessert auf dem Transfermarkt. Auf dem Transfermarkt verbessern übrigens, das macht auch der Karlsruher Sportverein mit José Justicia, der beste Spanier aktuell auf der Tour, wurde eingetütet und spielt künftig in der Dart-Bundesliga. Ein sehr, sehr kurioser Deal, hätte ich nicht kommen sehen. Und auch, dass Devin Peterson jetzt bei den Karlsruhern aufläuft, hätte ich irgendwie nicht kommen sehen. Der beste Afrikaner am Darts, also jetzt mit mehreren kontinental vertreten in der Bundesliga. Ja, ist schon ganz schön krass. Krass ist auch der Hate, den teilweise der KSC da abbekommt, weil sie halt sehr viel Geld rein investieren. Das ist, ja, denke ich mal, nicht von Hand zu weisen. Ich denke schon, dass Devin Peterson nicht mit 8 schon früher in KSC-Unterwäsche geschlafen hat und deswegen jetzt sagt, okay, gut, deswegen, ich möchte für meinen Herzensverein spielen. Ich denke, da wird schon ordentlich Geld fließen, aber ich finde, man kann denen das irgendwie auch nicht so verübeln, weil es ist halt Potenzial in der Bundesliga dann da und es ist vielleicht auch interessanter, die dann anzugucken. Bin ich gespannt, wie das dann ablaufen wird. Florian Flickinger ist übrigens dafür verantwortlich. Er hat 2017 die Abteilung Dart beim KSC mitgegründet, ist Mannschaftskapitän und auch Abteilungsleiter. Das bedeutet, der ist auch für die Kaderplanung zuständig. Ich denke, trotz des Geldes ist es ganz gut, was der macht. Dementsprechend will ich da jetzt gar nicht mehr so haten. Er hat die Mannschaft auf jeden Fall zum Meistertitel letzte Saison geführt und möchte das natürlich auch nächste Saison wieder machen. Schauen wir auf weitere Transfer-News, und zwar sind die hier aufgelistet. Cameron Menzies bleibt bei Unicorn, der Vertrag wurde verlängert. Der Niederländer, der 20-jährige junge Spieler Rölofs, der unterschreibt das erste Mal seinen ersten Sponsorenvertrag bei Unicorn. Mark Dudbridge, der WM-Finalist von 2005, spielt zukünftig in einem Target-Trikot. Das bedeutet, der ist jetzt also wieder bei Target, oder was heißt wieder, er ist bei Target unter Vertrag. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hatte übrigens Mark Dudbridge immer verwechselt mit Ko Stompe.
Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Das habe ich erst vor 3, 4 Tagen aufgelöst. Oder habe ich es gecheckt, als ich mir hier die Berichterstattung reingezogen habe oder die Recherchen. Also war ein bisschen schlecht von mir. Und dann noch Menzo Suljovic, der ab sofort in Zukunft mit Condor Flight spielen wird. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. Der ist ja jetzt seit einiger Zeit bei Legend Darts unter Vertrag, die ihn da seine Darts spendieren. Und genau, das sind die Transfer-News in der aktuellen Zeit. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass der KSC Dart noch einen anderen Neuzugang getätigt hat, und zwar Patrick Klingelhöfer. Sorry, das ist der aktuelle bzw. amtierende Hessenmeister gewesen. Und leider verlässt Ben Bedenke den Verein nach 5,5 Jahren, bis aus privat- und beruflichen Gründen. Schauen wir jetzt also auf den Blickpunkt der Woche, und dort geht es um ein sehr, sehr brisantes Thema, und zwar um den Skandal bei den German Masters. Im Ländervergleich hat Ole Holtkamp, während sie gegen Hessen gespielt haben und den angesprochenen Klingelhöfer, hat Klingelhöfer sozusagen in den Wurf geredet, und dieser hat sich das nicht gefallen lassen, hat sich umgedreht, hat ihn konfrontiert damit, während den Practice Darts war das, und nach dieser Konfrontation hat er ihn aufs Übelste beleidigt. Ihr seht auch gleich mal einen Clip, und das bedeutet, dass er einen Ausschluss vom Einzelturnier am nächsten Tag dann erhalten hat. Er war der amtierende deutsche Meister gewesen, ein Jahr davor, und er sollte sich dann auch entschuldigen vom DDV aus, hat das auch getan. Ich weiß nicht, inwiefern es noch zu einer Strafe kommt. Ich bin da sehr, sehr gespannt, von der PDC eventuell auch, weil das ist ein Verhalten, das kannst du nicht dulden. Spricht für mich auch nicht für die Person, weil es war ja ganz offensichtlich, dass es wurde gestreamt, der Ton wurde mit übertragen, die Kameraqualität war auch gut. Also er hätte sich nicht mal irgendwie rausreden können oder so. Dementsprechend ist das eine sehr unglückliche Aktion, und bin gespannt, inwiefern die PDC da dann reagiert. Kommen wir nun zu unserem Want to Watch, und das ist der Chinese Zhong. Er ist 25 Jahre alt, Rechtshänder und bei Mission unter Vertrag. Ich hatte gerade ein paar Probleme, den Namen auszusprechen, deswegen so mein amüsanter Blick. Aber er ist kein Unbekannter, er hat jetzt auch bei China für den World Cup ist er da angetreten und jetzt auch wieder die Premier League gewonnen, beziehungsweise den ersten Spieltag. Die spielen ja eine chinesische Darts Premier League aus und die ersten 4 in die Playoffs, und dann kann sich der Sieger davon dann zur WM spielen. Er hat das Ganze schon, lass mich gucken, 2-mal geschafft, war 2018 und 2020 jeweils beim WM-Turnier dabei. Und ich finde, man sollte ihn auf der Rechnung haben, weil ich finde, er spielt schon relativ gut für seinen, also ist in China auch aktuell das Maß aller Dinge. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich weiterentwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass er zumindest Tourkarte bzw. so Top 50 mal spielt. Bin ich mal gespannt. Verurteilt mich nicht, wenn es in den nächsten 10 Jahren nicht passiert. Aber 25 Jahre ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial da. So, dann kommen wir zum Preview zum aktuellen Turnier, und das ist das Women's World Matchplay, und da wird auch Fallon Sherrock dabei sein, und diese wurde jetzt vor kurzem auf die Kingsday Birthday Honors List gesetzt, und ja, das ist natürlich extrem krasse Ehrung für ihre Verdienste, für ihre Dartleistung, aber auch natürlich für diese Vorbildsfunktion für junge Mädchen und Frauen, Dart oder generell Sport anzufangen und auch mit Konkurrenz der Männern mitzuhalten. Bisher ist es natürlich so, Serena Gulliver ist die erste Frau gewesen, die einen Member of British Empire Status erhalten hat. Lowe und Bristow ist auch dabei, aber sie ist trotzdem die zweite Frau, beziehungsweise die 4. Spielerin, Dartspieler, denen es generell erst gelungen ist, das zu erreichen. Sie hat das auch mal in Worte gefasst auf ihrem Twitter-Account. Ich habe euch hier mal einen kleinen Auszug dabei aufgeschrieben, sodass ihr das mal kurz durchlesen könnt, wenn ihr wollt. Aber sie ist nicht die Top-Favoritin im Turnier, denn das ist tatsächlich Bo Greaves. Wir schauen aber vorher erstmal auf das Women's World Matchplay an sich. 8 Frauen haben sich qualifiziert. Die ersten 8 der Women's Series Rangliste. Ihr seht die Paarungen, und es wird natürlich sehr spannend. Fallon Sherrock gegen Lisa Ashton, das kann schon ganz schön krachen. Und ein richtig geiles Match, davon bin ich überzeugt. Wir schauen jetzt mal, wie gesagt, angesprochen, auf die Top-Favoritin, und das ist ja wirklich krass. Denn, Bo Greaves dominiert aktuell wirklich alles. Ich habe hier euch mal einen kleinen Karriereweg aufgeliefert, und sie hat es natürlich jetzt geschafft. Sonntag konnte sie ihren 15.
das müsst ihr euch mal vorstellen, 15 Women's Series Titel sie einfahre und sie spielt die Women's Series erst seit August 2022, seit einem knappen Jahr und hat schon so viele Titel erreicht. Das ist richtig, richtig krass. Sie konnte sich dann auch zur WM spielen und jetzt den Women's Series Rekord also wieder eingestellt. Das bedeutet 16.300 Pfund hat sie. Zum Vergleich Mikuru Suzuki an 2 gesetzt, hat 8.000. Also fast das Doppelte von der Zweitplatzierten und das ist natürlich eine komplett andere Sphäre. Deswegen geht sie für mich als Top-Favoritin in das Turnier und ich bin sehr, sehr gespannt und wäre sehr, sehr überrascht, wenn sie das Ding nicht holt. Gut, dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie und das ist der Order of Merit Look. Ich hatte es angesprochen, wir thematisieren einen Spieler, der vielleicht ein bisschen aus dem Radar gefallen ist und das ist Ricky Evans. Und ich habe euch hier mal die Karriere aufgelistet von Ricky Evans und ich habe geschaut und er war ja langjährig in den Top 32, vor allem als 32. gesetzt, hat oft gegen Michael van Gerwen gespielt, bei der WM 2019 zum Beispiel. Und ja, jetzt ist er tatsächlich auf Platz 51, im Tourcard Race auf Platz 54, also schon ganz schön abgestürzt. Und das liegt aber tatsächlich daran, dass er 2020 und 2021 einfach nicht so gut klarkam. 2022 lief es dann schon wieder so ein bisschen besser, aber er ist trotzdem aus den Top 32 rausgeflogen und jetzt läppert sich das irgendwie ein bisschen hin. Er ist ein Publikumsliebling, alle lieben ihn, alleine durch seine Walk-Ons, durch seine CR7-Jubel. Er ist eine sympathische Socke und ich hoffe sehr, dass er bald wieder in Form kommt. Ich finde, er ist ein richtig sympathischer Spieler und würde mich natürlich freuen, wenn er endlich wieder in Fahrt kommt. So, das war's mit der Darts Update News Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr gebt mir darauf positive Resonanz. Ihr habt vielleicht auch was gelernt. Das würde mich natürlich auch freuen. Ansonsten teilt das Video gerne. Ich kann gar nicht mehr sprechen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.